Ja, damit herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier reinschaut. Ja, was haben all diese Melodien, die ich eben gespielt habe, gemeinsam? Mal abgesehen davon, dass sie richtig geil hier auf dem Klavier klingen. Sie sind bestehend aus verschiedensten Akkorden. Einerseits spiele ich die Akkorde aus, andererseits spiele ich die Töne der Akkorde nacheinander, zum Beispiel auf der linken Hand als Begleitung, ja, oder sowas hier. Alles bestehend aus Akkorden hier, Lemon Tree, ja, oder sowas. Ja, da gibt es natürlich Millionen Melodien und Songs, die aus diesen Akkorden sich bilden, die aus den Akkorden bestehen. Also wenn wir Akkorde beherrschen, wenn wir Akkorde auf dem Klavier spielen können, dann können wir solche grandiosen Stücke hier auch selber auf dem Klavier spielen. Dafür sind erstmal Akkorde generell gut, um mal in dieses Video hier einzusteigen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute einfach mal, wie wir Akkorde bilden können und gebe euch mal ein paar schöne Akkordfolgen zum Üben. Das ist jetzt ein Thema eher auch für Anfänger, die, sag ich mal, noch gar nicht sich mit dem Thema Akkorde beschäftigt haben, aber vielleicht auch für Fortgeschrittene, um nochmal hier einen Überblick über das Thema zu bekommen und auch ein paar Übungsakkordfolgen hier zu bekommen. Habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal. Ich habe so ein Video dieser Art noch gar nicht auf dem Kanal, also wo es jetzt wirklich nur um die Grundakkorde hier geht. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das Ganze mal. Wozu Akkorde gut sind, das hat man jetzt eben schon gehört. Ich kann auch noch mal ein kleines Beispiel geben. Also wenn ich jetzt hier so eine Melodie habe, ich nehme mal die linke Hand ganz einfach mit dazu, ja. Klingt schon mal ganz schön, schöne kleine Melodie. Das war jetzt mit einfachen Tönen gespielt und so klingt das Ganze, wenn ich Akkorde dazu nehme, ja. Also schon mal viel bombastischer, größer, klingt schon nach einem richtigen Song, nach einer richtigen vollen Melodie. Ja, dafür sind Akkorde da. Also sie füllen unsere Songs auf. Sie sind genauso wie die Töne der Tonleitern unsere Bausteine, unser Grundmaterial für das Haus, in dem Fall hier der Song, ja, also kann man gerne mit dem Hausbau vergleichen. Es ist das Fundament, ja, die Töne der Tonleitern und aber auch diese Akkorde sind das Fundament unserer Songs, unserer Melodien. Ja, und ich möchte euch heute, wie gesagt, mal zeigen, wie wir Akkorde bilden und dann, wie wir die auch mal üben können auf dem Klavier. Ja, wie bilden wir erst einmal Akkorde? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten in der Musiktheorie. Anhand des Quintenzirkels, anhand von Tonleitern. Ich möchte euch aber hier im Rahmen dieses Videos die einfachste Variante zeigen. Und das heißt nicht, dass sie schlechter ist als die anderen Varianten. Ganz und gar nicht. Also man kann mit dieser Variante ganz einfach Akkorde bilden. Das andere ist dann nur noch mal so zum erweiterten Verständnis auch ganz gut. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Also wenn wir jetzt den Ton C zum Beispiel haben und wir wollen jetzt den C-Dur-Akkord bilden, wir gehen jetzt mal vom Grundakkord aus, das heißt so ein typischer Dreiklang, müssen wir uns jetzt natürlich fragen, okay, was ist der zweite und dritte Ton des Akkordes? Wenn wir jetzt gar keine Ahnung haben, ich denke mal, die meisten von euch sollten den C-Dur-Akkord kennen, aber wenn wir jetzt gar keine Ahnung haben, okay, also wir wissen, C ist auf jeden Fall enthalten, natürlich der Grundton muss enthalten sein, also der erste Ton des Akkords ist schon mal C. Und jetzt können wir den Akkord bilden mit Halbton- oder Ganztonschritten. In dem Fall mit Halbtonschritten ist natürlich besser. Man könnte jetzt auch sowas sagen wie anderthalb Ganztonschritte, macht aber keinen Sinn. Ich sage jetzt einfach Halbtonschritte. Und zwar gehen wir jetzt 4 Halbtonschritte nach oben. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir hier beim E und das ist immer der zweite Ton des Dur-Akkordes. Und wenn wir dann nochmal 3 Halbtonschritte hochgehen, 1, 2, 3, also von dem zweiten Ton ausgehend, dann haben wir den dritten Ton und zack, haben wir unseren C-Dur-Akkord. Ja, also erst vom Grundton 4 Halbtonschritte, 1, 2, 3, 4. Ne, ein Halbtonschritt ist immer der Sprung von einer Taste zur unmittelbar nächsten. Ja, das wäre ein Halbtonschritt, das ist ein Halbtonschritt, das ist ein Halbtonschritt, immer die unmittelbar nächste Taste. Auch sowas hier. Ja, Ganztonschritt ist, wir überspringen eine Taste. Sowas hier oder sowas, ja. Aber das sind jetzt Halbtonschritte, 4 Stück. Zweiter Ton, 1, 2, 3, dritter Ton. Ja.
Und so können wir ganz ohne hier irgendwas auswendig lernen zu müssen, wir müssen jetzt nicht jeden Akkord auswendig lernen, sondern wir können uns merken, erst 4 Halbtonschritte und dann 3. Ich denke, das ist schnell eingeprägt und schon, schwupp, haben wir unseren Akkord, ja, unseren Grundakkord. Okay, ja, das geht von jedem Ton aus, zum Beispiel von F auch, ja, wenn wir F-Dur bilden wollen. 1, 2, 3, 4. Haben wir den zweiten Ton und 1, 2, 3 den dritten Ton. Und haben den F-Dur-Akkord. Ja, dann gibt es auch noch Mollakkorde, also es gibt Dur- und es gibt Mollakkorde. Dur-Akkorde, fröhlicherer Klang. Mollakkorde eher melancholischer, zum Beispiel A-Moll, ein bisschen trauriger. Und die bilden wir auch genauso mit Halbton- und Ganztonschritten, geht das auch. Bloß, dass wir jetzt es genau umgedreht machen. Ne? Vom Grundton, das ist hier das A, dann 3 Halbtonschritte, dann kommen wir zum zweiten und vom zweiten dann 4. Ja, ne? 1, 2, also 1, 2, 3 und dann hier 1, 2, 3, 4. Okay? Oder D-Moll, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. D-Moll. Das ganz kurz und schnell hier zur Akkordbildung. So kannst du einfach wirklich mal, wenn du willst, als Übung von jedem Ton mal ausgehen und hier den Grundakkord bilden. Einmal in Dur, einmal in Moll. Und dann gibt es noch Akkordumkehrungen. Da gehe ich jetzt in dem Video nicht genauer drauf ein. Wir werden bei den Akkordfolgen ein paar mit dabei haben. Da verweise ich mal hier oben auf das Video zu den Akkordumkehrungen und wie man sie bildet. Das könnt ihr euch gerne auch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also da erkläre ich hier ein bisschen was zu den Akkordumkehrungen. Wenn wir jetzt die Akkorde bilden können, wenn du das ein bisschen geübt hast, dann habe ich euch jetzt hier noch ein paar schöne Akkordfolgen mitgebracht. Also ein paar kleine Melodien, wo wir einfach mal die Akkorde üben können. Erstmal nur mit der rechten Hand und dann können wir auch die linke Hand mal mit dazu nehmen. Und zwar zeige ich euch mal die erste Akkordfolge. Und zwar ist es folgende. Wir spielen C-Dur, dann E-Moll, F-Dur und G-Dur. Ja? Ganz wichtig, wenn wir den Akkord anschlagen, in der Regel mit Daumen, Mittelfinger und kleinem Finger. Ja? Und dann immer schön sauber und gleichmäßig anschlagen. Und das ist die erste Akkordfolge. Ne? C-Dur, E-Moll, F-Dur, G-Dur. Und zwar, hier wäre schon eine Umkehrung mit drin. Das ist jetzt im Prinzip hier, ne, das wäre der Grundakkord E-Moll. Das ist E-Moll in der zweiten Umkehrung. Aber wie gesagt, zu den Umkehrungen gerne das verlinkte Video schauen. Da erkläre ich euch das nochmal mehr im Detail. Jetzt hier einfach das Ganze mal üben. Wichtig ist, wenn wir so eine Melodie spielen mit Akkorden, wir machen die Sprünge so klein wie möglich. Ja, wir bewegen uns so gering wie möglich hier mit der Hand. Ne? Wir müssen ja nur mit dem Daumen hier, zack, rübergehen. Ja? Mittelfinger und kleiner Finger bleiben liegen. Und jetzt bewegen wir uns hier genau, zack, eine Stufe nach oben und noch eine. Ja? Das ist ganz wichtig, wenn wir so eine Akkordfolgen hier spielen, einfach ganz kleine Bewegungen. Ich denke, das ist jetzt hier auch nicht allzu kompliziert. Einfach wirklich hier mal ganz in Ruhe üben. Das ist Akkordfolge Nummer 1, dann Akkordfolge Nummer 2, A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger. Na, wir springen hier, zack, runter, Daumen auf dem F, Mittelfinger auf dem A, kleiner Finger auf dem C. Und jetzt schlagen wir hier C-Dur an, auch in der Umkehrung in der zweiten. Ja, das wäre hier der Grundakkord, den hatten wir schon. Das ist die zweite Umkehrung. Und auch hier Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger. Und was wir jetzt machen können, um die Bewegung so gering wie möglich zu halten, wir können hier, zack, den Zeigefinger und den Ringfinger nehmen. Das eignet sich hier an der Stelle ganz gut. Ja, du siehst, ich muss jetzt hier die Hand gar nicht weiter bewegen, sondern die Finger sind ja schon an der richtigen Stelle. Ja, der Daumen bleibt liegen und wir bewegen nur, also wir springen nur hier vom Mittelfinger und dem kleinen Finger, zack, zum Zeigefinger und Ringfinger. Ist auch eine sehr, sehr schöne Übung für sich genommen. Eine kleine Fingerübung, wo man auch den schwachen Finger hier trainieren kann. Ja.
Und das sind die 4 Akkorde, das ist die Akkordfolge, auch sehr schön, ne? A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Und jetzt noch die 3. Akkordfolge. Wir spielen D-Dur, A-Dur, H-Moll, G-Dur. Ja? Auch sehr schön. Und hier nehmen wir sogar mal schwarze Tasten mit dazu, gleich zum Üben. G-Dur, A-Dur, H-Moll und G-Dur. Auch hier wieder verschiedene Umkehrungen mit dabei, also Umkehrung übst du ja auch gleich unbewusst sozusagen. Ich schlage es hier ein bisschen anders an, also ich nehme jetzt hier mal nicht den Mittelfinger an der Stelle bei dieser Akkordfolge, sondern den Zeigefinger, weil wir uns hier, hier müssen wir uns schon ganz schön strecken, deswegen, ja, das kannst du auch ein bisschen nach Gefühl machen, also es muss nicht immer der Mittelfinger und dann der kleine Finger sein, sondern das kann auch mal sowas hier sein, ja, mit Daumen, Zeigefinger und Ringfinger nehme ich hier an der Stelle, ja, und dann kann man hier zum Beispiel zu der vorigen Variante hier switchen, also mit Mittelfinger und Zeigefinger. Ja, immer so, kann man aber auch so machen, ja. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, Gefühlssache, einfach immer so gucken, wie es für dich am angenehmsten ist und wie du am wenigsten hier Bewegung machen musst, ja. Und hier wieder nehme ich den kleinen Finger, aber hier nehme ich auch wieder den Zeigefinger, weil, ja, man könnte es auch mit dem Mittelfinger machen. So habe ich noch ein bisschen mehr Spielraum hier, ja. D-Dur, A-Dur, H-Moll, G-Dur. Ja, und das sind schon die 3 Akkordfolgen. Du kannst einfach mal üben, hier diese Akkorde so anzuschlagen. Jetzt kann man da natürlich auch noch ein bisschen Würze mit reinbringen. Also man kann, wenn man das jetzt einfach so geübt hat, einen gewissen Rhythmus mit reinbringen. Ja, wenn man jetzt den ersten nimmt, kann man das zum Beispiel so spielen. Also immer zweimal anschlagen. Gar kein Problem, ja. Das wäre jetzt so mein Beispielrhythmus für dieses Video. Dass man das in dem Rhythmus mal macht, also immer zweimal anschlagen, ne? Und jetzt können wir die linke Hand dann auch mal mit dazu nehmen, wenn du das Ganze mal geübt hast. Spielen wir die linke Hand einfach den Grundton immer mal mit. Ja, wenn wir jetzt hier bei C sind, spielen wir hier das C links mit. Ja. E, F und G. C, E, F, G. Ja, und ich spiele einfach in der linken Hand immer den Grundton erstmal mit. Genauso bei den anderen Akkordfolgen. Soweit erstmal mit der linken Hand. Du kannst das Ganze natürlich immer Stück für Stück erweitern. Ja, wenn dir das jetzt zu einfach ist, dann spielst du hier die linke Hand mal mit in der Oktave, ja. Das heißt, wir schlagen also den Ton eine Stufe weiter unten auch noch mit an. So hier, ja. Das geht auch, um jetzt hier noch ein paar Sachen zu zeigen, die man auf der linken Hand noch machen kann. Ja, und dann können wir auch in der linken Hand einen Rhythmus spielen, zum Beispiel sowas hier. Da gehe ich mal eine Stufe höher, sonst klingt mir das zu tief hier in der Oktave. Und dann können wir auch sowas hier machen, ne? Also hier einen kleinen Rhythmus in der linken Hand mit einbauen. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich schlage das gemeinsam an. Rechte Hand, linke Hand und gemeinsam. Rechte Hand, linke Hand, gemeinsam. Rechte Hand, linke Hand und gemeinsam. Und dann schneller werden. Kann man auch hier unten spielen, wie man möchte. Ja, und da kannst du dich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann hörst du schon raus, also du kannst hier wirklich schon mit diesen paar Tönen, mit diesen paar Akkorden, einen kleinen Rhythmus mit dazu, kannst du hier einen richtig schönen kleinen
Song fast schon, also eine schöne kleine Melodie auf jeden Fall, hier spielen mit den Akkorden und gleichzeitig die Akkorde üben. Also ich finde es sehr, sehr geil. Probier diese 3 Akkordfolgen mal aus, probier auch hier diesen Rhythmus mal aus und die Begleitung der linken Hand. Und was man jetzt auch noch darüber hinaus machen könnte, werde ich jetzt aber nicht nochmal näher vertiefen, um das Video jetzt hier nicht zu sprengen. Man könnte natürlich auch Akkordmuster noch spielen. Also wir können die Akkorde ja auch so spielen, ja. Im Wechselanschlag oder nacheinander. Ja. Sowas hier, ja, das ist auch möglich. Da verweise ich mal hier auf mein Video von letzter Woche zu den Begleitungen der linken Hand. Da geht es zwar um die linke Hand, aber es ist ja im Prinzip dasselbe. Also die linke Hand spielt ja bei diesen Begleitmustern auch einfach nur Akkorde auf verschiedene Arten und Weisen. Gerne mal reinschauen. Da zeige ich dir hier mal 3 Begleitmuster, wo du auch gleich hier auch wieder Akkorde üben kannst und auch mal verschiedene Muster dieser Akkorde üben kannst. Also kann ich dir empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein an dieser Stelle mit dem Video. Ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt mache ich einfach mal ein Video auf meinem Kanal, wo es nur um das Thema Akkorde geht. Wozu sind Akkorde gut, Akkordbildung und auch mal ein paar Akkordfolgen zum Üben, also auch mal um zu üben, hier Akkorde anzuschlagen. Ja, und ich hoffe, das Video gefällt euch. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefällt, was ich besser machen kann, wie immer, ne? Wenn euch das gefällt, dann gerne ein Like oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß hier mit den Akkorden. Wenn ihr noch mehr zum Thema Grundlagen des Klavierspielens wissen wollt, ne, Akkorde sind ja eine Grundlage des Klavierspielens, dann schaut gerne hier unten mal in meinem kostenlosen Piano-Crash-Kurs. Wenn du Anfänger bist, dann lohnt sich das hier mal reinzuschauen. Also da zeige ich dir in 10 Schritten, wie du die Grundlagen des Klavierspielens so beherrscht, dass du wirklich auch schon deinen eigenen Song spielen kannst, selbst wenn du Anfänger bist, selbst wenn du noch nie am Klavier gesessen hast. Da gehe ich auch auf das Thema Akkorde natürlich nochmal separat ein. Viel Spaß mit diesem Video, viel Spaß dabei, hier mal die Akkorde zu üben, diese Akkordfolgen, und ich hoffe, wir sehen uns auch in einem anderen Video wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis dahin, euer Florian aka Zyrael.